Ja, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen und schön, dass Sie da sind und heute Abend an unserem 12. Webinar teilnehmen. Und wir freuen uns ja auf eine große Resonanz. Wir haben eine ganze Reihe von Einladungen versandt und wie gesagt, die Resonanz ist für meine Begriffe überwältigend gewesen. Und darüber freuen wir uns einfach an der Stelle. Und ganz besonders freue ich mich persönlich auch heute Abend, zwei Mediziner begrüßen zu dürfen, die sich bereit erklären, im Grunde durchzuführen, mit uns führen, vor dem Hintergrund Neurorehabilitation, Multiple Sklerose und Post-Covid. Meine Begriffe ganz wichtige und brandaktuelle Themen auch in diesem Zusammenhang. Und ja, mir bleibt an der Stelle eigentlich nur Professor Christian Detmers vorzustellen, Leitung der Sklerose der Kliniken Spieler in Konstanz. Professor Detmers wird jetzt gleich quasi den ersten Teil des Webinars übernehmen mit dem Schwerpunkt Sklerose. Und als weiteren Gast und Präsentator darf ich heute begrüßen Professor Michael Jöpkes, ebenfalls von den Kliniken Schmieder in Konstanz. Dort die ärztliche. Professor Jöpkes wird im Anschluss an Professor Detmers das übernehmen Post-Covid, was uns nach wie vor umtreibt und auch gerade aktuell wieder eine hohe Brisanz hat in Deutschland, aber auch in den angrenzenden Ländern. Von der Planung her wollten wir jetzt so vor, dass wir beide Präsentationen, beide Vorträge durchlaufen lassen. Das heißt, Professor Detmers wird beginnen, danach wird er übergeben durch eine kurze Unterbrechung meinerseits an den Professor Jöpkes und im Anschluss daran stehen dann beide Mediziner aus dem Auditorium kommen. Da meine Bitte, in dieser Checkbox in diesem GoTo-Webinar gibt es eine Überschrift Fragen und diese Box bitte nutzen, um die dann auch bei mir hier ankommen und ich würde dann Ihr Einverständnis fragen den Medizinern, wie gesagt, im Anschluss beider Vorträge weitergeben und die Struktur, die wir gerne abbilden würden. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, freue ich mich ganz besonders, heute Abend Professor Detmers und Professor Jöpkes dabei zu haben. Und Professor Detmers wird jetzt starten mit dem Thema unter der Überschrift Multiple Sklerose. Und an der Stelle übergebe ich jetzt an Professor Detmers mit der Bitte, seinen Vortrag zu starten. Zunächst mal einen ganz herzlichen Dank. Schönen guten Abend zusammen erst einmal. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken, dass Sie meinen Bildschirm sehen. Vielleicht kann Herr Sauer mir noch mal sagen, ob das geklappt hat. Ich sehe Ihren Bildschirm, absolut. Ich hoffe, Sie können mich hören. Also insofern ist alles gut. Und jetzt und auch im Vollbild. Also von daher ist alles gut. Ich würde mich auf Stumm schalten. Wenn Sie Unterstützung brauchen, bitte melden Sie sich einfach. Wunderbar. Dann fange ich an zum Thema Multiple Sklerose und Fatigue. Da hat sich in den letzten Jahren doch einiges getan und ein bisschen Klärung in diesen etwas mysteriösen Begriff der Fatigue reingebracht. Das ist noch ein älteres Schema. Ich muss meinen Bildschirm gerade hier noch mal ein bisschen aufräumen, dass ich den gut sehe. Der immer wieder zitiert wird, hier auch von Frau Penner dargestellt ist, der die Nähe und Überschneidung dieser drei Bereiche Fatigue, Depression und Kognition darstellt und früher eigentlich immer das Dilemma dargestellt hat, dass wir die Fatigue nicht gut trennen konnten von depressiven Anteilen und auch von kognitiven Einschränkungen. Insbesondere im Bereich der kognitiven Fatigue ist das ein Dilemma gewesen. Dieses Bild soll Sie nur daran erinnern, dass wir unterscheiden zwischen einer sekundären Fatigue und einer primären Fatigue. Sekundäre Fatigue benennen wir das, wenn es behandelbare Ursachen gibt, internistische Ursachen oder Nebenwirkungen von Medikamenten, die dann zu einer erhöhten Müdigkeit führen. Heute geht es um die primäre Fatigue, die also unmittelbar, warum auch immer, durch die MS ausgelöst wird.
Jetzt versuche ich Ihnen ein Video zu zeigen und Herr Sauer muss mich unterbrechen, wenn das nicht klappt. Dies ist ein junger Mann, den Sie auf dem Laufband sehen. Und Sie sehen, dass er ein ganz klein bisschen holprig geht oder ein bisschen ataktisch geht. Ja, die Ataxie ist vielleicht fast das, was im Vordergrund steht. Und auf der nächsten Aufnahme sehen Sie ihn 10 Minuten später. Sie sehen, das linke Bein ist jetzt spastisch steif. Er kann das Knie kaum anbeugen. Er kriegt den linken Vorfuß nicht nach vorne. Er schleift mit dem Vorfuß. Er ist regelrecht ataktisch, muss sich mehrfach beidseits festhalten. Der Unterschied liegt in den 10 Minuten und der Unterschied ist, dass man jetzt die Fatigability sieht, eine Erschöpfung, eine motorische Erschöpfung, die man klar beobachten und klar benennen kann. Wir sprechen also tatsächlich jetzt von Fatigability und bezeichnen damit das Phänomen, was wir sehen, das heißt die Veränderung des Gangbildes. Wann muss der Neurologe oder der Therapeut an motorische Fatigability denken? Wenn sich die Reduktion der Gehstrecke nicht durch das Ausmaß der Behinderung, also Parese, Spastik und Ataxie erklären lässt. Dazu bedarf es einer gewissen Erfahrung, aber wenn Sie einen Patienten sehen mit einer beinbetonten Tetraparese, die ist einseitig betont, dann haben Sie ja doch irgendwie so eine Idee, wie weit müsste der eigentlich gehen können. Wenn die Symptomatik sehr weit fortgeschritten ist, ist das vielleicht schwierig, aber wir haben ja auch junge Frauen, die relativ frisch betroffen sind und die kaum eine Auffälligkeit am Gangbild zeigen, aber erheblich eingeschränkt in der Gangausdauer. Dann müssen Sie eben an Fatigability denken. Wenn Sie das nicht erklären können durch das Ausmaß der Parese, der Spastik oder der Ataxie. Was haben wir aus den Videos gelernt? Motorische Fatigability lässt sich häufig beobachten. Motorische Fatigability lässt sich von Depression unterscheiden. Ich habe Ihnen im ersten Schaubild gezeigt, dass das früher immer schwierig war zu unterscheiden, was ist Fatigue, was ist Depression. Wenn Sie diesen jungen Mann auf dem Laufband sehen, dann kann das nur motorische Fatigability sein. So ein Gangbild, so eine Ataxie kann nicht durch eine Depression vorgetäuscht werden. Das ist ein organisch bedingtes Phänomen. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den wir durch die Videos gelernt haben und auch der Hauptpunkt, den ich Ihnen erstmal vermitteln will, dass motorische Fatigability im Zustand der Erschöpfung des Patienten sichtbar ist, zu Gangbildveränderungen führt und natürlich dann auch messbar wird. Motorische Fatigability lässt sich häufig erfragen. Was würde dieser Patient sagen? Der würde sagen, nach 10 Minuten fange ich an, schwieriger zu gehen. Dann muss Ihre Frage sein, was heißt denn schwierig? Was ist das Problem dann? Dann wird er sagen, das linke Bein wird steifer, ich kriege das Knie schlechter nach vorne, ich fange an mit dem linken Vorfuß zu schleifen, ich gehe, als ob ich betrunken wäre, ich kann nicht mehr geradeaus gehen. Wenn er so etwas schildert, dann ist das motorische Fatigability, dann ist das keine Depression und auch keine funktionelle Störung oder sonst was. Das heißt, als erste Antwort geben die MS-Patienten immer, ja, die maximale Gehstrecke hängt von der Tagesverfassung ab, die ist jeden Tag anders. Aber da muss die Frage kommen, wenn Sie sich bis zur Erschöpfung verausgaben, was ist dann das Problem? Was funktioniert da nicht mehr? Genau, und wir versuchen auch die Gangbildveränderung im 6-Minuten-Gangtest zu erfassen. Das heißt, wenn Sie sehen, am Ende hat er ein anderes Gangbild, dann gehört das aus meiner Sicht in das Assessment rein, dass Sie sagen, er ist so und so viele Meter gegangen, 400 Meter oder was auch immer, und auch reinschreiben, zunehmende Fußheberschwäche, der Patient fing an, mit dem linken Fuß zu schleifen, zunehmende Spastik, zunehmend unsicheres Gangbild, was auch immer. Das ist ein hartes Fakt,
was in das Assessment reingehört, ein klarer Bestandteil des Assessment, was dem Neurologen leider meistens entgeht, weil er den Patienten häufig ja nur auf der Untersuchungsliege kennt, hätte ich fast gesagt, oder sieht. Man kann diese Gangbildveränderungen natürlich auch messen. Das haben wir bis vor einiger Zeit mit diesen Bewegungssensoren gemacht. Mittlerweile ist das schon wieder eine Generation weiter. Wir hatten einen Physiker und Sportwissenschaftler in der Uni hier, den Professor Vieten, der sagte, das kann man natürlich wunderbar messen mit der Attraktor-Methode. Darauf gehe ich jetzt gar nicht näher ein, was das ist. Hier ist der Attraktor einer gesunden Versuchsperson dargestellt über etwa 20 Gangzyklen, am Anfang in grün dargestellt, dann sind die letzten 20 nochmal am Ende dargestellt. Vielleicht kann man mit Fantasie erkennen, wie so etwas zustande kommt. Hier ist der Durchschnittswert für die ersten 20 und die letzten 20 Gangzyklen aufgetragen und man sieht, dass die Attraktoren in etwa identisch sind vom Beginn zum Ende. Dies ist von einem MS-Patienten. Sie sehen, dass die 20 Grünen bereits eine höhere Variabilität haben. Das ist ja häufig schon kennzeichnend für das Pathologische, dass die Variabilität zunimmt. Und wenn Sie den Mittelwert berechnen, dann sieht der Grüne anders aus als der Rote. Und das ist klar mathematisch belegbar, berechenbar, eine Veränderung des Gangbildes durch diese Attraktor-Methode. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir dieses Video auch zum Laufen kriegen. Links ist der Anfang. Rechts ist etwas später und Sie sehen, dass rechts die Ataxie zunimmt, dass er auch das Knie ein bisschen mehr durchschlägt, dass er richtig hier ataktisch wird, Fuß vor Fuß setzt, auch ein bisschen gegen die Holmen kommt. Das ist wiederum eine typische Gangbildveränderung durch Erschöpfung. Das ist motorische Fatigability. Und wenn Sie viel mit MS-Patienten arbeiten, können Sie das auch beobachten, können möglicherweise das auch sehen, wenn die sich verausgabt haben, wenn die sich angestrengt haben, wenn die eine schwierige Sitzung hatten, wenn die einen langen Test hatten, auch einen kognitiven Test, kann es durchaus sein, dass der eine oder andere Patient hinterher anders geht als am Anfang. Das ist also ein Phänomen, was Sie beobachten können, was Sie sehen können und was Sie messen können. Das hat Herr Kluge eigentlich schon propagiert 2013 und das definiert und hat gesagt, Fatigue ist die subjektive Wahrnehmung des Patienten oder Subjective Sensation, Subjective Perception. Und Fatigability ist die Änderung des Leistungsvermögens oder Change of Performance. Das, was Sie auf dem Laufband gesehen haben als Änderung des Gangbildes, das ist beobachtbar und messbar. Und damit ist sozusagen ein Riesenfortschritt erreicht worden, dass man eine Komponente der Fatigue, nämlich die Fatigability, tatsächlich messen kann und beschreiben kann. Das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe und wo ich auch ein bisschen Wert drauf gelegt habe, das ist die motorische Komponente, die organische Komponente, die Fatigability. So etwas Ähnliches gibt es auch für die Kognition, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Die messen wir mit Reaktionszeitmessungen, aber das ist nicht das Einzige. Es ist eben so, dass die Patienten mit MS und Fatigue häufig eine organische Komponente haben, die habe ich Ihnen eben gezeigt an der Motorik, aber häufig auch psychische Komponenten haben. Und die Frau Pust, die hier die Erstautorin ist, die war mehrere Jahre Doktorandin von dem Professor Schmidt. Die hat mit Professor Hesen in Hamburg zusammen Daten gesammelt und hat gesagt, weil sie das eigentlich nie ganz geglaubt hat, dass das ein organisches Phänomen sein sollte, und hat gesagt, dass Kindheitstraumata, Belastungsfaktoren, Vernachlässigung in der Kindheit, dass die später sich sozusagen in der Fatigue wieder bemerkbar machen und dass Patienten, die vorbelastet waren durch solche Erlebnisse, durch eine solche belastende
Kindheit, dass die Fatigue stärker erleben und stärker empfinden oder dass diese Belastungsfaktoren auch einen Teil der Fatigue verursachen. Und ein zweites Phänomen, was sie ebenfalls sehr schön rausgearbeitet hat, ist, dass es auf die Krankheitsverarbeitung ankommt und dass Patienten einfach gesagt sich manchmal im Wege stehen und einen schlechten Zugang zu ihren Symptomen haben, da schlecht mit zurechtkommen, es nicht akzeptieren können und dass diese maladaptive Krankheitsverarbeitung oder maladaptiver Coping-Stil eben auch zu einer Verstärkung der Fatigue führt. Also das, was wir daraus lernen können, ist, es gibt eine organische Komponente, aber es gibt natürlich auch psychische Faktoren, die zur Fatigue beitragen und die Fatigue auch verstärken können. Das überspringe ich jetzt mal. Wir haben versucht im letzten Jahr diesen Begriff Fatigability, der ja noch nicht so weit verbreitet war, auch den Sozialmedizinern darzustellen und haben in der Zeitschrift Die Rehabilitation das dargestellt, dass das eben zwei unterschiedliche Phänomene sind und wollen eigentlich darauf abheben, dass man eines Tages in der Befundung auch unterscheidet zwischen Fatigue und Fatigability, weil es wirklich zwei unterschiedliche Phänomene sind und es sinnvoll ist, die begrifflich zu trennen. Aber wir haben uns bisher auch noch nicht so ganz konsequent getraut und entschieden, in unseren Briefen das schon so zu nennen, zudem die Fatigability ja auch noch keine ICD-Diagnose ist. Aber vom Prinzip her, hausintern unterscheiden wir das und die MS-Experten unterscheiden alle konsequent zwischen Fatigue und Fatigability. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich entscheidender, wenn die Patienten bei uns zur Reha sind und dann sagen, oder wir schätzen das Leistungsvermögen ein. Wovon hängt das ab, ob die 3 Monate später dann tatsächlich unsere Leistungseinschätzung erfüllen oder wieder arbeiten können? Hängt das eher von dem subjektiven Empfinden des Patienten ab oder hängt es eher von dem ab, was wir messen können? Ich glaube, die meisten von uns waren eigentlich dazu geneigt zu sagen, am Ende wird sich der Patient durchsetzen mit seiner Interpretation, mit seinem Empfinden und wir haben dazu geneigt zu sagen, die Fatigue ist das Entscheidende. Aber das wollten wir untersuchen und das hat die Frau Marchione in einer schönen Masterarbeit untersucht und hinterher auch publiziert und gesagt, was ist das Entscheidende? Die subjektive, motorische und kognitive Fatigue, die wir mit einem Fragebogen erfasst haben, mit dem FSNC, oder die kognitive Fatigability, das heißt die tonische Alertness-Messung. Das ist sozusagen das entsprechende Korrelat für die kognitive Fatigability. Und wir wollten wissen, was bestimmt den Erwerbsstatus 3 Monate nach der Entlassung aus der Rehabilitation und wollten auch nochmal gucken, welche Aussagekraft hat die Fatigue-Skala für Motorik und Kognition. Das ist eigentlich eine sehr gut standardisierte und evaluierte Fragebogen, mit dem man gut Patienten mit Fatigue diskriminieren kann von gesunden und Personen ohne Fatigue. Und wir wollten wissen, hat das auch eine Aussagekraft für die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung? Denn so wird es häufig in der Klinik benutzt. Das sind die Patienten, nicht untypisch 64 Patienten, mehr Frauen, Alter 48 Jahre. Was wichtig ist, es waren mehr Akademiker, das ist dieser ISCO-Code oder White Color, Blue Color, weniger Arbeiter und Handwerker, weil die bei uns in Geilingen landen. EDSS ist 3,78, Krankheitsdauer ungefähr 15 Jahre und ein bisschen mehr schubförmiger Verlauf. Wir haben dafür die Patienten untersucht, die auf der Kippe standen, wo wir nicht sicher waren, ob die das noch schaffen und die Patienten selber auch unsicher waren, welches Leistungsvermögen sie haben, ob sie in ihrer bisherigen Arbeit fortfahren können oder möglicherweise reduzieren müssen und wir sie auch runterstufen müssen von ihrem Leistungsvermögen.
Also wir haben verglichen Fatigue-Skala für Motorik und Kognition, dieser Fragebogen, die Selbstbeurteilung der Patienten mit Alertness-Messungen. Und die Alertness-Messung haben wir morgens um 8 Uhr gemacht. Dann haben wir die Patienten belastet, um 11 Uhr nochmal gemessen, nochmal belastet und um 14 Uhr nochmal. Das heißt, wir haben ein Tagesprofil erstellt von den Alertness-Messungen. Alertness-Messungen sind Reaktionszeitmessungen. Also mit der Hypothese, dass die nachmittags langsamer werden, wenn sie eine Belastbarkeitsminderung haben oder wenn sie Fatigue haben. Und wir haben das verglichen mit dem Erwerbsstatus 2 oder 3 Monate nach der Entlassung aus der Rehabilitation. Frau Marchione hat alle Patienten angerufen und sie eingestuft, ob sie über 6 Stunden wie bisher arbeiten, 3 bis 6 Stunden oder unter 3 Stunden. Und dann geguckt, was ist signifikant oder welcher Parameter bestimmt nachher den Erwerbsstatus. Oben sehen Sie FSNC, den Fragebogen für Kognition und Motorik, und sehen, dass beide nicht signifikant den Erwerbsstatus voraussagen. Aber die Alertness-Messung 1, das ist die um 8 Uhr, und die Alertness-Differenz, das heißt der Abfall der Reaktionszeit vom Mittag zum Nachmittag. Das heißt, was die nach dem Mittagessen sozusagen, wenn die da nochmal langsamer werden, dann hat das offensichtlich einen prädiktiven Wert. Das entspricht einer echten Erschöpfbarkeit, einer kognitiven Fatigability und scheint zu korrelieren mit dem Erwerbsstatus 3 Monate nach der Entlassung. Hieraus kann man folgern, dass der FSNC kein Prädiktor für den Erwerbsstatus ist, 2 bis 3 Monate nach der Entlassung, aber Alertness-Messung 1 um 8 Uhr und die Differenz vom Mittag zum Nachmittag und EDSS, das wundert uns ja nicht so sehr, hat auch vermutlich einen prädiktiven Wert, hat aber hier knapp das Signifikanzniveau verfehlt. Dann haben wir noch geguckt, wie ist der FSMC ausgefallen. Man kann unterscheiden schwache Fatigue, mittlere Fatigue und starke Fatigue. Und die Patienten, die weiterhin 6 Stunden und mehr gearbeitet haben, also voll berufstätig waren, da haben 15 von 17 eine starke Fatigue gehabt, 88%. Diejenigen, die 3 bis 6 Stunden gearbeitet haben, 91% und unter 3 Stunden 92%. Das heißt, der FSMC ist in allen 3 Kategorien gleich und auch in der von noch voll berufstätigen Gruppe haben 88% eine ausgeprägte Fatigue. Das unterstreicht nochmal, dass der FSMC für die sozialmedizinische Leistungseinschätzung keine Aussagekraft hat. Das muss jede Reha-Klinik wissen, denn ich glaube, landläufig wird die Skala immer noch gerne benutzt, um zu sagen, ja, der Patient hat eine ausgeprägte oder eine schwere Fatigue, der kann nicht mehr vollschichtig arbeiten. Der FSNC hat keine Aussagekraft für die sozialmedizinische Einschätzung. Das hat die Frau Marchione dann auch publiziert. Brauche ich jetzt auf die englische Version nicht mehr eingehen, habe ich Ihnen im Deutschen erklärt. Und unten vielleicht auch nochmal der kurze Hinweis, dass wir sagen, Fatigue und Fatigability gehören eng zusammen. Das sind 2 Phänomene oder 2 unterschiedliche Seiten einer Medaille. Und wir haben uns mit diesen 2 Seiten sozusagen im Hause natürlich auch gerne beschäftigt, weil wir eine Abteilung haben, die sich mehr mit dem organischen, neurologischen Teil beschäftigt und eine, die sich etwas mehr mit dem psychischen, psychotherapeutischen Setting beschäftigt und auch mehr Möglichkeiten auf dieser Seite hat. Also zusammenfassend. In der Literatur wird nach einem Vorschlag von Kluger konsequent zwischen Fatigue und Fatigability unterschieden. Diese Unterscheidung ist auch in der Begutachtung sinnvoll, um unterschiedliche Phänomene richtig zu benennen und zu beschreiben. Wenn überhaupt, besteht nur eine lose Korrelation zwischen diesen 2 Phänomenen. Darauf bin ich nicht so sehr eingegangen.
Man könnte ja meinen, ja, irgendwie muss das zusammenhängen. Wenn ich erschöpfbar bin, habe ich wahrscheinlich auch Fatigue oder kann es auch beschreiben und wahrnehmen. Aber diese subjektive Fatigue ist eben von vielen Faktoren abhängig, auch von zurückliegenden Faktoren, von Depressionen, von Kindheitserlebnissen. Und deswegen unterscheidet die aktuelle Fatigability sich eben deutlich von der subjektiven Fatigue. Die FSMC hat für die sozialmedizinische Leistungseinschätzung keine Aussagekraft im Gegensatz zur Alertness. In die Fatigue fließen subjektive Erlebnisse, Befindlichkeiten und traumatische Belastungen mit ein. Fatigue stellt möglicherweise eine ungünstige, fraglich dissoziative Krankheitsverarbeitung dar. Obwohl Fatigability ein organisches Phänomen ist, räume ich der Psychotherapie große Behandlungsmöglichkeiten und Behandlungsaufgaben ein. Der psychotherapeutischen Behandlungsspielraum ist vermutlich größer als im organischen Bereich. Ich habe versucht, Ihnen durch die Laufbanduntersuchung zu zeigen, es gibt eine organische Komponente. Im Kognitiven ist das schwieriger zu sehen, kann man aber durch die Alertness-Messung auch messen oder durch ein Tagesprofil. Das ist ein Teil, eine Komponente, die auch sehr wichtig ist, aber zusätzlich gibt es häufig psychische Komponenten und die psychischen Komponenten sind unter Umständen besser beeinflussbar und besser therapierbar in einem psychotherapeutischen Setting als der organische Teil, den wir vielleicht nicht mehr großartig ändern können. Wir können natürlich trainieren, aber wahrscheinlich die organische Läsion, die Leitungsverzögerung nicht wegtrainieren. Gut, das war das, was ich Ihnen mitgeben wollte und hoffe, dass Sie Anregungen aufnehmen konnten und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Herr Professor Detmers, erstmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag, für den spannenden Vortrag. Für mich als Nicht-Therapeut ein ganz komplett neues Feld, ich bin ganz ehrlich. Wie angekündigt, würden wir die Fragen gerne ans Ende stellen. Insofern bitte ich alle, die dabei sind, diese Fragen für sich nochmal zu sammeln und dann, wie gesagt, über dieses Dashboard, was man quasi rechts oben im Eck wahrscheinlich hat, diesen Control Panel, da gibt es eine Unterrubrik Fragen und dann diese Fragen durchaus einfach da rein tickern und an mich senden, beziehungsweise dann ins Auditorium senden und ich würde die dann jeweils am Ende, haben wir noch Zeit, um Fragen und Antworten oder Antworten auf die Fragen, die dann kommen mögen, zu Fatigue und Fatigability zu geben. Wie gesagt, Herr Professor Detmers, erstmal einen ganz lieben Dank dafür. An der Stelle würde ich jetzt gerne weitermachen oder das Wort übergeben an Professor Jöpkes, ebenfalls Klinikenspieler in Konstanz. Herr Professor Jöpkes wird sich jetzt fokussieren auf den Bereich Post-Covid, was ich ja schon angekündigt habe, natürlich Land auf, Land ab auch ein ganz heiß diskutiertes Thema momentan ist. Wie sieht es da aus? Wie sieht es aus mit der Symptomatik? Wie sieht es aus mit der Diagnostik und dann auch der Rehabilitation, auch vor dem Hintergrund einer Erwerbstätigkeit oder Rückkehr an den Arbeitsplatz? Das ist im Moment gerade auch für die Berufsgenossenschaften ein ganz großes Thema, was diskutiert wird. Insofern möchte ich jetzt gerne an Professor Jöpkes übergeben und werde versuchen, die Moderatoren Berechtigung an ihn quasi zu übertragen, sodass Herr Professor Jöpkes quasi jetzt im Bild sein sollte. Hat das funktioniert? Ja, lieber Herr Sauer, vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Ich kann laut und deutlich hören. Ich versuche jetzt nochmal meinen Bildschirm hier auf Präsentation zu stellen. Das hat bei mir jetzt auch funktioniert. Kurze Frage, bin ich zu hören, zu sehen und vor allen Dingen sieht man auch meinen Bildschirm? Also Bildschirm top, Ton top, Bild muss ich gestehen, aber ich bin kein Maßstab, weil ich immer wieder Probleme mit meiner Technik habe. Ich sehe Sie jetzt nicht. Aber wie gesagt, Präsentation ist da, Ton ist da und ich glaube, das ist momentan das Ausschlaggebende. Wenn wir Sie natürlich auch gerne im Bild sehen würden, aber wie gesagt, ich bin kein Maßstab.
Ja. Also, da haben Sie recht. Das Bild ist das, auf das man am besten verzichten kann. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, jetzt bei Ihnen sein zu dürfen, digital bei Ihnen sein zu dürfen und was über Post-Covid, Long-Covid zu berichten. Und die Klammer der beiden Vorträge hat Herr Sauer freundlicherweise schon anmoderiert. Das ist natürlich die große Freude, die ich habe, mit Christian Detmers zusammen in einer Klinik arbeiten zu dürfen. Aber auch Fatigue ist eine Klammer. Warum? Darauf gehe ich im Laufe des Vortrags ein. Gut. Covid-19, das ist etwas, das ist natürlich in aller Munde. In Deutschland haben wir 5,4 Millionen Infizierte und circa 100.000 Tote. Diese furchtbare Grenze werden wir wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Tagen reißen, bei jetzt so täglich 300 bis 350 Toten pro Tag. Weltweit sind die Zahlen noch viel desaströser. 260 Millionen Infizierte, soweit wir wissen. Die Dunkelziffer ist ja wahrscheinlich gigantisch. Und deutlich über 5 Millionen Tote. Der akute Infekt mit SARS-CoV-2 hat typische Symptome, die sind respiratorisch, gastrointestinal, aber auch neuropsychiatrisch und inklusive der Spätschäden. Die sind zum großen Teil neuropsychiatrisch, gehe ich im Laufe des Vortrags natürlich noch darauf ein. Was genauso explodiert wie die Zahlen der Infizierten und der Toten, ist die Zahl der Veröffentlichungen zu diesem Thema. Ich habe jetzt vorgestern nochmal in der Bibliothek des amerikanischen Kongresses eine Abfrage gemacht und habe als Suchwort nur einfach mal Covid-19 eingegeben. Da kamen dann 200.038 Treffer. Jetzt brauchen Sie keine Sorgen zu haben, dass ich jeden von denen irgendwie probiere, in diesen Vortrag reinzupacken. Aber das Wissen explodiert unfassbar und jeden Tag kommen neue Aspekte dazu. Jawohl. Ich würde mit Ihnen gern zuerst so ein paar Dinge zur Pathophysiologie besprechen. Was gibt es überhaupt Möglichkeiten für das Virus in unser zentrales Nervensystem einzudringen? Und da gibt es tatsächlich ein paar nachgewiesene Eintrittspforten für dieses Virus, wie es in unser zentrales Nervensystem kommt. Über den Nervus olfactorius, also über die Riechschleimhaut, über den Nervus vagus und den Nervus trigeminus. Und besonders anfällig sind alle sogenannten zirkumventrikulären Organe. Das sind Organe, wo ein neurohumoraler Austausch stattfindet, also wo von den Neuronen Hormone ins Blut abgegeben werden. Und logischerweise, da braucht man hochpermeable Kapillare. Und wo liegen diese Strukturen? Ja, die liegen zum Teil subfornikal, die liegen aber auch hier Glanua pinealis, die liegen hier im kleinen Bereich, die liegen logischerweise in der Hypophyse, also in vielen Bereichen des Gehirns. Und dort hat man Virus-mRNA gefunden, interessanterweise nicht in Nervenzellen, sondern hauptsächlich in Gliazellen. Es scheint so zu sein, dass es verschiedene Eintrittspforten gibt, und besonders der Riechkolben scheint ganz empfindlich zu sein. Geruchs- und Geschmacksstörungen halten sehr lange an. Ja, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Histopathologisch findet man also diese Mikroglia-Anreicherungen im Hirnstammkortex, in dem limbischen System. Mikroglia ist ja sozusagen das Immunsystem unseres zentralen Nervensystems. Geschmacksstörungen, Übelkeit, Erbrechen können zum Beispiel auch auf virale Infiltrationen in den Hirnstamm zurückgeführt werden. Sie sehen aber, da sind auch nur relativ distinkte Bereiche des Gehirns betroffen. Also so lang anhaltende neuropsychiatrische Symptome, die sind eher nicht auf so diese direkte Virusinfiltration zurückzuführen, sondern das sind wahrscheinlich andere pathophysiologische Mechanismen bedeutsamer. Das sind die aus den Bereichen Neuroinflammation und auch Hypoxie. Neuroinflammation, dazu müssen wir wissen, das Virus macht sich im Gefäßendothel gemütlich, da reichert es sich an und löst eine Zytokinkaskade aus. Ja, sorgt dafür, dass zahlreiche Botenstoffe unseres Immunsystems ausgeschüttet werden. Das führt dazu, dass die Blut-Hirn-Schranke durchlässiger wird und diese Zytokine, diese Mediatoren von Entzündungsreaktionen, die gelangen auch ins zentrale Nervensystem, aktivieren dort wiederum Zellen der Immunabwehr des zentralen Nervensystems
Und das führt dann zu einer Kaskade, die, ich habe es Ihnen ja auch mal als Bild mitgebracht, das führt dann zu einer Kaskade, die zum Zelluntergang führt. Gleichzeitig ausgehend von den Zellen in den Kapillaren werden auch Substanzen ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass es zu Koagulation, zu Bildung von Thromben in den Gefäßen kommt, sowohl in kleinen als auch in großen Gefäßen. Das führt dann zu Ischämien, zu Durchblutungsstörungen und das kann natürlich genauso lang anhaltende Schäden im zentralen Nervensystem verursachen. Also, der Viruseintrag in das Gefäßendothel führt zur Aktivierung der Neukrophilen, Makrophagen und dann die Komplementkaskade. Es entstehen Mikrothromben. Das alles führt zu ischämischen Infarkten und die aktivierte Komplementkaskade führt auch zu negativer neuronaler Plastizität. Man spricht davon Synaptic Pruning. Pruning wird man so übersetzen, das ist so wie beim Beschneiden eines Baumes. So wirft sozusagen der Ast vom Baum, wirft da seine Verbindung, seine Synapsen ab. Und das alles führt zu potenziell auch langfristigen Defiziten. Die sind in der Pathophysiologie interessanterweise am ehesten im Schädel-Hirntrauma vergleichbar. Man muss allerdings fairerweise auch sagen, diese ganzen Erkenntnisse haben wir hauptsächlich aus Autopsien. Und Autopsien haben wir ja, weil Menschen diese Erkrankung nicht überlebt haben, weil sie so äußerst schwer betroffen waren. Ob sich diese Erkenntnisse in gleichem Ausmaß auf relativ leicht Betroffene übertragen lassen, das ist in der Tat zurzeit noch in Rede. Das ist zurzeit noch nicht geklärt. Relativ früh, schon im Juni 2021, hat sich eine Arbeitsgemeinschaft aus 14 verschiedenen Fachgesellschaften, aber auch der gesetzlichen Unfallversicherung zusammengetan und hat eine erste Leitlinie formuliert. Und zwar ging es da nicht um die akute Corona-Infektion, sondern auch um das sogenannte Post-Covid-Syndrom, was ja der Hauptbestandteil meines Vortrags sein sollte. Und ein bisschen hat man sich bemüht, so definitorisches Licht in die babylonische Sprachenvielfalt zu bringen. Dass zuerst eine akute Covid-19-Erkrankung bestehen kann, dass die klinische Symptomatik bis zu 4 Wochen anhalten kann. Ich glaube, das ist banal. Danach von der 4. bis zur 12. Woche spricht man von fortbestehenden oder weiterbestehenden Covid-19-Symptomen oder einer fortbestehenden Covid-19-Erkrankung. Wenn diese Symptome über 12 Wochen anhalten, dann spricht man vom Post-Covid-19 oder vom Post-Covid-Syndrom. Das Long-Covid-Syndrom, da haben wir Symptome, die nach der akuten Covid-Erkrankung hinzutreten und zu einer neuen Einschränkung führen und die man nicht auf eine andere Erkrankung, sondern auf die Covid-19-Erkrankung zurückführt. Und das kann auch die Verschlechterung einer vorbestehenden Grunderkrankung sein. Also wenn wir diese definitorische Messlatte anlegen, dann kann man Post-Covid und Long-Covid schon unterscheiden. Im bisherigen klinischen Sprachgebrauch wird es allerdings doch für ganz, ganz viele Synonym verwandt. Und zu diesen neuropsychiatrischen, überdauernden Post-Long-Covid-Symptomen gibt es zig Untersuchungen. Ich habe Ihnen mal ganz wenige davon mitgebracht, die Ihnen so einen Eindruck vermitteln sollen, um was für Dimensionen es sich hier eigentlich handelt. Eine finde ich ganz beeindruckend, weil sie eben auf eine riesige Anzahl von Überlebenden zurückblicken kann. Großbritannien war ja aufgrund einer völlig verfehlten Politik da ein riesiger Fokus, gerade am Anfang der Corona-Pandemie. Und darum gibt es da auch gerade in der ersten Pandemiewelle so unfassbar viele Betroffene. Und hier hat mal so ein Survey auf so ein Netzwerk zurückgegriffen von elektronischen Patientenakten von 81 Millionen Patienten. Und dann hat es eine Kohorte gebildet von 236.379 Covid-19-Überlebenden, also eine Riesenzahl, und hat die verglichen mit Kontrollen, die Influenza oder eine andere Infektion der oberen Luftwege hatten und hat die 6 Monate nach der gesicherten Infektion untersucht. Und 34% erhielten in diesem Beobachtungszeitraum eine neurologische oder psychiatrische Diagnose, also circa ein Drittel der
Covid-19-Patienten. Und interessanterweise 13% erhielten aber eine solche Diagnose zum ersten Mal in ihrem Leben. Das heißt, so eine gewisse Vorschädigung, so eine Vulnerabilität scheint eine Voraussetzung zu sein oder scheint das Ganze sehr zu begünstigen. Und hier haben wir so ein paar Beispiele. Aufgrund der Pathophysiologie, die ich Ihnen eben erklärt habe, ist es klar, dass auch häufiger es zu zentralen Durchblutungsstörungen kam, zum Befall des peripheren Nervensystems kam es, aber auch mehr zum Befall der peripheren Nerven und der Muskeln. Es kam häufiger zu Demenz oder dementiellen Entwicklungen und auch Erkrankungen wie die Stimmung und Ängstlichkeit betreffen, die waren häufiger, deutlich häufiger als bei anderen Infekten der oberen Luftwege. Eine andere Arbeit, immerhin 509 Patienten mit Covid-19 in einem Chicagoer Krankenhaus untersucht. Da hatten sogar 82% aller Patienten neurologische Symptome. Da wurden aber auch Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter als neurologische Symptome gewertet. Und wenn man das so tut, dann hat man auch eine entsprechende Anzahl an Menschen, die darunter leiden. Ja? Gut, und last but not least, 670 Patienten in Genf, die wurden insgesamt bis zu 45 Tagen per Telefon nachbefragt und 32%, Sie merken, da kommen wir so auf eine gewisse Zahl, 32% der Hospitalisierten haben neurologische Symptome, die überdauern. Und das, was da mit Abstand das häufigste war, war die Fatigue. Der Husten geht sehr gut zurück. Auch der Verlust von Geruch und Geschmackssinn ist gar nicht so niedrig und nach 45 Tagen beim gewissen Prozentsatz noch da. Aber die Fatigue, das Gefühl der vorzeitigen Ermüdbarkeit und Erschöpfbarkeit, obwohl man gar keine großartige Leistung motorisch oder kognitiv erbracht hat, das scheint relativ dominierend zu sein. Und weil wir uns in Konstanz aufgrund der zahlreichen Arbeiten von Professor Detmers mit dieser Fatigue denken, ganz gut auszukennen, haben wir uns überlegt, dann wäre es auch sinnvoll, unsere Paradigmata, die wir da erworben haben, auch mal auf die Long- oder Post-Covid-Patienten anzuwenden. Da geht es dann um Laufbanduntersuchungen etc. Es geht aber noch um etwas ganz anderes. Wir haben die große Freude, bei uns in der Klinik auch ein Hunova, ein Diagnose- und Therapiesystem aus dem Bereich der Gleichgewichtsrobotik benutzen zu dürfen. Und wir haben die Long-Covid, Post-Covid-Patienten auch mit diesem Gerät untersucht. Auf dem Gerät sehen Sie jetzt Frau Romina Seile. Frau Romina Seile ist Sportwissenschaftlerin und hat uns bei diesen ganzen Untersuchungen unterstützt, auch bei einer vorherigen Untersuchung, die wir gemacht haben, bei Patienten mit multipler Sklerose, mit schweren Gleichgewichtsstörungen, wo wir so einen Gleichgewichtszirkel aufgebaut hatten und da auch das Hunova-Gerät integriert hatten, hat sie mitgewirkt. Sie kennt sich mit dem Gerät also sehr, sehr gut aus. Und sie ist unfassbar sportlich. Das ist für Sie wichtig zu wissen, denn ich zeige Ihnen gleich einige Ergebnisse, die sie auf diesem Gerät erreicht hat und die man eigentlich nur erreichen kann, wenn man ziemlich gut trainiert ist. Gut, woraus besteht jetzt dieses Hunova? Manche von Ihnen werden das kennen. Wir haben hier unten eine Platte, die ist feststellbar, die ist elastisch stellbar und die ist auch durch Motoren steuerbar. Und da ist natürlich mit Kraftsensoren versehen. Und Frau Seile, das kann man in der Einstellung jetzt schlecht sehen, trägt einen Brustgurt mit einem Sensor, der in die anterior-posteriore und mediolaterale Bewegungsrichtung, Bewegung und Beschleunigung aufzeichnen kann. Auch in diesem Stuhl finden wir Sensoren und die Möglichkeit, den zu verstellen. Das werden Sie gleich noch sehen, wozu der hier jetzt in diesem Setting eingesetzt wird. Und was wir gemacht haben, ist ein bestimmtes Untersuchungsprogramm, was manche von Ihnen aus der Klinik ganz gut kennen werden, was als Untersuchungsbefund immer in der Romberg-Untersuchung zur Darstellung kommt. Da werden also Patienten gebeten, die Augen zu schließen, die Füße eng nebeneinander geschlossen zu halten, die Arme nach vorne. Und zuerst ist dieser Test mit offenen Augen und dann mit geschlossenen Augen. Und wenn jemand, und wir haben in unserem Gleichgewichtssystem den führenden visuellen Sinn, und wenn jemand eine Störung der Afferenzen hat, also der Propriozeption hat, und wir schalten diesen visuellen Sinn aus, also dadurch, dass die Augen geschlossen werden, dann fängt der Mensch an, sehr, sehr stark zu schwanken. Und dieser Sway, den wir natürlich alle auch als Gesunde mit offenen Augen im Stehen schon haben, der wird dann massiv verstärkt.
Das ist für uns so in diesem Romberg-Versuch so ein bisschen subjektiv, auch von unserer Erfahrung abhängig, wie wir das werten. Und auf dieser Basis haben wir Gleichgewicht, posturale Stabilität und Propriozeption einmal bei Long-Covid, Post-Covid-Patienten untersucht. Und das ist das Ergebnis und das kann man ganz gut interpretieren, wenn man Frau Romina Seile kennt. Die steht also auf dieser zunächst stabilen Unterlage und es wird hier die Fläche gemessen, die der Sway, der Schwanken des Körperschwerpunktes, die diese Fläche umschreibt, beziehungsweise die Fahrtlänge, die Bewegungslänge der Trajektorie ihres Körperschwerpunkts. Und das gleiche einmal für die Fußplatte und einmal für den Oberkörpersensor. Und das sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen, diese unterlegten Bereiche hier in Blau und Grau, das ist eine Normalpopulation und da liegt sie mittendrin, beziehungsweise unterschreitet diese auch deutlich mit offenen und auch mit geschlossenen Augen. Also man kann sagen, das Gleichgewichtssystem von ihr ist wirklich trainiert. Was für Übungen haben wir auf dem Monova mit unseren Long-Covid-Patienten gemacht? Und da habe ich Ihnen einen kleinen Film mitgebracht. Und da sehen Sie, die erste Übung ist einfach. Da steht sie da und hat die Augen geöffnet auf einer stabilen Plattform. Das ist die erste Untersuchung. Und der zweite Teil der Untersuchung ist, dass sie die Augen schließt. Jetzt ist die Plattform auf elastisch gestellt. Das verschärft natürlich den Schwierigkeitsgrad, verstärkt den Sway natürlich massiv, auch wieder mit geöffneten und dann mit geschlossenen Augen. Der dritte Teil der Untersuchung, da kommen die Motoren unter dieser Kraftmessplattform zum Einsatz. Da sehen Sie, die prägen da so eine Perturbation, so eine leichte Perturbation, die aber gut vorauszuahnen ist, weil sie so kreisförmig verläuft, prägen die aus. Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, dass die Probandin da diese Aufgabe ziemlich problemlos meistert, auch wieder mit geöffneten und geschlossenen Augen. Die nächste Aufgabe, da sehen Sie, dass die Probandin auf einen Monitor schaut. Da werden bestimmte Vorgaben gemacht, in die sie sich bewegen soll und sie muss dann hinterherkommen. Den nächsten Test wird der Brustgurt mit dem Sensor abgenommen und am Bein angebracht. Und die nächste Übung ist ziemlich anspruchsvoll. Sie soll nämlich Kniebeugen machen und in der gebeugten Haltung eine Zeit verharren und dann wieder hochkommen. Und die letzte Übung besteht aus Sit-to-Stand. Dort soll sie also mit vor der Brust gekreuzten Armen 10-mal aufstehen, gerade stehen und sich wieder hinsetzen. Ja? So ist das Untersuchungsprotokoll für die Long-Covid-Patienten, das Testprotokoll. Gut, und dann schauen wir uns, ich muss gerade mal meinen Bildschirm so ein bisschen sortieren, dann schauen wir uns mal, wir haben da einige Patienten untersucht, schauen wir uns mal eine Patientin im Vergleich zu Frau Seile an. Und wir beginnen nochmal wieder hier, also mit geöffneten Augen, relativ wenig Fläche und relativ wenig Sway-Länge, mit geschlossenen Augen ein bisschen mehr. Und wir schauen uns jetzt mal unsere Long-Covid-Patientin an. Und das, was wir da sehen, ist komplett kontraintuitiv, denn sie schwankt mit geöffneten Augen auf der statischen Platte deutlich mehr, beschreibt damit eine größere Fläche und auch einen längeren Pfad als mit geschlossenen Augen. Und das Gleiche gilt auch für den Oberkörpersensor, zumindest in anterior-posterior-Richtung, aber auch in mediolaterale Richtung, also nach rechts und links, schwankt sie deutlich mehr als das gesunde Kontrollkollektiv. Und das, obwohl sie selber subjektiv überhaupt keine Störungen des Gleichgewichts geäußert hat. Ja? Wir sehen hier also ein auf den ersten Blick gar nicht so gut erklärliches Muster und schauen uns einfach mal die anderen Übungen an.
So, das ist jetzt die Übung, wo auf dem Bildschirm ein Cursor war und man sollte mit dem Körperschwerpunkt dem Cursor folgen. Und wenn Sie die beiden vergleichen, wieder gesunde Probandin, Patientin, dann sehen Sie, okay, die hat vielleicht ein bisschen Probleme, nach rechts rüber zu kommen, aber vom Prinzip her gibt es da gar keinen so großen Unterschied. Ja? Schauen wir uns das nächste an, das sind die Kniebeugen. Und da sehen Sie hier bei der gesunden, trainierten Probandin, da liegt eine Linie über der anderen. Da haben wir kaum Abweichungen voneinander. Ja? Schauen wir uns die Patientin an. Ja? So ein bisschen größer ist da die Varianz schon. Und, last but not least, schauen wir uns dieses Sit-to-Stand an und da das Drehmoment, was auf die Plattform aufgebracht wird, dann sehen Sie hier wieder bei der gesunden Probandin, das ist bis auf so ein paar, 2, 3 Ausreißer, ist das ein ganz gleichmäßiges Bild, was auch so in dieser, im Nullpunkt der mediolateralen Achse liegt, während bei der Long-Covid-Patientin ist das jedoch deutlich variabler. Ja? Gut. Ist das jetzt eine Patientin, die ich mir rausgepickt habe und bei den anderen sah es viel besser aus? Ja und nein. Ich habe Ihnen jetzt mal 6 Patientinnen mitgebracht und da sehen Sie, ja, es gibt auch welche, die ähnliche Bilder zeigen wie gesunde. Das heißt, so ganz gesunde weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall mit geöffneten Augen die Fläche, die umschrieben wird, deutlich kleiner als mit geschlossenen. Aber hier mit geschlossenen Augen geht es deutlich. Sehen Sie hier, das ist der Bereich der Propriozeption, wie er bei Gesunden ist, geht es deutlich darüber hinaus. Also so ein Bild würden wir zum Beispiel sehen, wenn es zu einer peripheren Deafferenzierung kommt, zu einer Störung im peripheren Nervensystem. So etwas wäre dadurch gut erklärt und auch sehen Sie hier ein ähnliches Bild bei dieser Long-Covid-Patientin. Ja? Dann gibt es auch welche, die Bilder haben, die gesunden gleichen, aber wir haben auch andere noch, die deutlich mehr schwanken mit geöffneten Augen als mit geschlossenen. Und das ist etwas, wo man aufgrund der geringen Anzahl der untersuchten Probanden jetzt noch gar nicht so eine ganz klare, homogene Aussage treffen kann. Da müssen wir sicherlich noch mehr untersuchen und mal schauen, ob sich dann diese Gruppenbildung so bestätigt, ob wir unterscheiden können. Da gibt es welche, die propriozeptive afferente Defizite haben und die deswegen ein spezifisches Training brauchen, ob es Menschen gibt, die dort eigentlich ganz ganz gesund sind, dort überhaupt keine Defizite haben, oder ob es auch eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die dieses, was ist es denn eigentlich, dieses Phänomen zeigen, dass sie mit geöffneten Augen mehr schwanken als mit geschlossenen. Und eine Arbeitsgruppe in Italien am Instituto Sacco, die hat sich diese Frage auch schon gestellt und die hat mit dem gleichen System und dem gleichen Protokoll auch schon Rehabilitanten untersucht und hat gefunden, und jetzt muss man sagen, die waren hier bei 66 Post-Covid-Patienten, also noch eine deutlich größere Zahl als unsere. Das waren von den 66 waren 25 hospitalisiert, also 25, die auch initial mit ihrem Infekt im Krankenhaus waren. Und die haben gefunden, dass bei allen oder dass im Schnitt, wenn man diesen Overall Score nimmt, dass die Rehabilitanten oder beziehungsweise die Patienten, muss man in dem Fall ja sagen, in dem Paradigma mit geöffneten Augen sich circa eine Standardabweichung von den Gesunden unterschieden, während mit Paradigmata mit geschlossenen Augen sie nahezu im Bereich der Gesunden lagen. Ja? Also etwas, was die Ergebnisse bei einigen unserer Patienten sehr, sehr gut bestätigt. Und das bietet jetzt natürlich einen gewissen Interpretationsspielraum.
Die italienischen Kollegen haben mit einer gewissen Berechtigung, glaube ich, gesagt, ja, das kann doch bedeuten, dass hier ein gewisser Anteil der Long-Covid-Patienten Probleme hat, die visuelle Information angemessen ins Gleichgewichtssystem zu integrieren. Also ein Problem der visuellen Integration. Naja, und visuelle Integration ist natürlich etwas, was bei uns höchst automatisiert abläuft, was im Alltag nahezu immer vorhanden ist und was, wenn es defizitär ist, natürlich bei der Kompensation riesige Energiemengen verschlingt. Und das kann natürlich auch zur vorzeitigen Ermüdung führen. Also vielleicht ist das ein Ansatz, eine nicht so günstige visuelle Integration als Erklärung für eines der beeinträchtigsten Phänomene des Post-Covid-Syndroms. Aber natürlich ist es viel zu früh zum jetzigen Zeitpunkt schon definitive Aussagen hierzu zu treffen. Wir bleiben da am Ball und verfolgen dieses Phänomen weiter. So, ich glaube, jetzt bin ich auch mit meiner Zeit durch. Ich sage Ihnen vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und ich freue mich natürlich jetzt auch auf Ihre Fragen. Vielen Dank.